Ja, moin. Ich bin Lars Blumenthal und bin von der Gruppe Ostblock MV und möchte euch heute mal so ein bisschen mein Fahrzeug vorstellen. Das ist ein Trabant 600, 500er Kombi, kennen ihn viele, Baujahr 1962 und seit 2012 in meinem Besitz und seitdem immer so ein bisschen restauriert, immer mal jeden Winter so ein bisschen genutzt, um was zu erneuern, um eigentlich jede Saison zu fahren. So, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und Ende 2015 habe ich nochmal einen richtigen Cut gemacht und habe gesagt, jetzt wird nochmal voll restauriert und ja, großer Schock. Nach dem Sandstrahlen war die Karosse eigentlich so kaputt, dass man hätte sagen können, reif für die Tonne. Ist nicht drin bei mir, steckt richtig viel Herzblut an dem Auto und familienbedingt auch und ja, deswegen gab es nur ein Ziel, restaurieren, voll und ganz. Und soweit sind wir jetzt und war auch richtig viel Arbeit, Blecharbeiten unzählig, also wirklich, es gibt nicht ein Teil, was irgendwie alt geblieben ist, sag ich mal. Ne? Und ja, Farbe ist auch ein Traum gewesen, ist ein Mausgrau mit perlweißem Dach. Mein persönliches Traumauto, also du kannst dir auch irgendwas anderes hinstellen, Porsche-mäßig finde ich alles toll, alle anderen Autos, aber das ist schon echt mein Traumwagen. Und der wird auch unverkäuflich bis auf Lebenszeit. Ja, ein bisschen was zur Technik. Ja, tiefer, wie das so in der Szene bekannt ist. Verbreitete Spur, 15 Zoll Stahlfelgen, vorne hinten Scheibenbremse von einem VW. Motortechnisch Wartburg 3-Zylinder aus dem 353er, 50 PS, 1000 Kubik. Jo, veränderte Übersetzung vom Getriebe, verlängert, voll gedämmt innen. Oh. Das ist übrigens mein Hund, Frieda. Ja. Geplant ist eigentlich Ende des Jahres nochmal den Schlüssel zu drehen, den Motor wenigstens zu hören und ich denke, wir sind ganz gute Dinge. Kommt nachher noch eine Sonnenschute ran. Beliebte Heck mit der Heckklappe, dass sie seitlich aufgeht, das ist auch ein Augenmerk von dem 600er, was mich persönlich sehr reizt zu dem Fahrzeug. Die Schiebefenster, die Originalen, kommen auch wieder rein. Ich persönlich lege viel Wert auf den 50 PS Motor. Einfach dieses Fahrgefühl, diese 1000 Kubik, diesen Fahrkomfort. Viele sagen, okay, ist dann verbastelt beim 500er, aber ich liebe es so, wird geil, das wird richtig geil mit den 1000 Kubik und freue mich da auch mega drauf. Ich bin auch ein Verfechter von Alufelgen an dem Fahrzeug, also bei mir bleibt Stahl. Richtig geil, zu dem Baujahr gehört eine Stahlfelge rauf und ja, wie gesagt, so wie es jetzt hier steht, ist mein persönliches kleines Traumauto und 2019 wird unser Jahr.
Ja, ich bin Mario. 34, bin schon ein bisschen das ältere Semester bei uns in der Gruppe Ostblock MV. Ja, und ich glaube, wie man sieht, ein bisschen bekloppt in der Birne. Aber hilft ja nichts. Hab leider mehr mit anderen Projekten zu tun als mit meinen, wie man vorhin gesehen hat bei der roten Karosse. Sind noch offene Baustellen. Teile sind alle vorbereitet, aber lange Wartezeit. Und um sich die Zeit so ein bisschen zu vertreiben, dann macht man ja auch mal Freundschaftsdienste. Macht man ja auch gerne. Man kriegt ja auch mal viel zurück. Da zum Beispiel ist jetzt das Auto von einem sehr guten Bekannten, Kumpel, Christian. Hat eine eigene Baufirma und ist dadurch natürlich viel eingespannt. Und ja, so hatte ich die Zeit. Er hat einen gesucht und ich habe es gemacht. Und ja, sind da so ein bisschen bei am Thema Zündung und Innenausstattung ist jetzt, ja, ich möchte bald sagen, werksneu. Der Rest von dem Auto das hat der andere Kumpel von uns gebaut, Danny. Der hat das eigentlich so weit so hingestellt, dass es jetzt so dasteht, wie es halt ist. Ne? Zweite Auto von meinem Bruder sind wir jetzt auch bei, nach 3 Jahren. Mussten wir den ja mal wieder reanimieren. Da sind wir jetzt noch ein bisschen am Motor bauen, können wir vielleicht mal schauen auf der Werkbank nachher. Aber ich denke mal, das wird wieder ein schicken Wagen. Ein bisschen Fahrwerk müssen wir noch ändern und dann passt das eigentlich so schon soweit. Ja, Teile sind so ein bisschen Spezialanfertigung. Die gehören ja in meine rote Karosse, genau. Bremsanlage komplett Golf G60. Eigentlich ein bisschen überdimensioniert, aber dadurch, dass man ja keinen Bremskraftverstärker hat im Trabant, erhoffe ich mir eigentlich, dass ich da eine sehr gute Bremswirkung von habe. Zylinderkopf hätte ich noch und Vergaseranlage, die ist speziell nach meinen Wünschen gebaut worden. Da muss ich auch nochmal großen Dank sagen an Firma Oldtimer Racing Parts. Der hat wirklich exakt das umgesetzt, was ich haben wollte, also spitzenmäßig. Kann ich nur weiterempfehlen. Kostet auch mal eine Mark mehr, aber dafür Qualität 1A. Und dann hätten wir noch zu erwähnen die Firma Topham Vergasertechnik. Speziell für mich angefertigte Vergaserbank. Für einen Wartburg-Motor gibt es so auch kein zweites Mal zu kaufen. Ja, dann wollen wir mal sehen, wo uns die Leistungskurve hinführt. Wir hoffen mal weit oben. Aber natürlich im TÜV-Bereich. Ist ja mittlerweile auch so eine Geschichte. Ne? Heute gerade wieder ein Video gesehen, das ist ja. Also die bauen dich ja nur noch auseinander. Ne? Also sobald du ja Federn drin hast und hast andere Felgen drauf, ist komplett Ende. Die wollen dich ja gleich stilllegen. Aber bei uns ja zum Glück noch nicht so. Mal gucken, wann das hier rüber schwappt. Ja. Hallo, mein Name ist Tom Kasten. Ja, das ist mein Trabi. Das ist der alte Trabi von meinem Opa. Den hat er mir zur Verfügung gestellt, um ihn etwas umzubauen. Er hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sowas dabei rauskommt. Umgebaut habe ich das Auto, glaube ich, 2017 habe ich damit angefangen. Dann sind wir auch 2017 auf ein Treffen gefahren und haben uns da auch ein paar andere Autos angeguckt. Haben dann auch ein Auto gefunden, was uns sehr gefallen hat, wo geile Felgen drauf waren. Es waren umgeschweißte Felgen und meine Kumpels meinten, sie hätten sowas auch gerne und das wäre halt mega geil. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja eigentlich so schwer nicht sein und habe halt damit angefangen und nach ein paar Wochen hatte ich halt eine Felge fertig. Das war dann doch nicht so einfach, wie man dachte. Und dann wurde es immer mehr, immer mehr. Ich habe das Auto nochmal umgebaut. Das Auto hat jetzt praktisch 2 Umbauten hinter sich, immer im Winter. Waren letztes Jahr auch auf dem ersten großen Treffen mit dem Auto in Berlin. Sehr gut angekommen. Und meine Felgen sind auch sehr gut angekommen. Ich habe halt für meine Freunde dann die ganzen Felgen gebaut. Und das wurde nachher so schlimm, dass ich halt eine Firma aufgemacht habe damit. Das Auto hatte von mir ein paar Felgen gekriegt, das war das erste. Und ein Fahrwerk. Das Fahrwerk ist Static, also ich fahre das Auto so. Dann hat es ein Safari-Fenster gekriegt.
Das hat mein Kumpel Perle gebaut. Ich habe dabei bloß ein bisschen geholfen und ein paar Ideen und so eingebracht. Dann habe ich das Lenkrad selber gebaut und habe ihm ein paar andere Sitze verpasst, weil die Originalen mir nicht so gefallen haben. Und dann habe ich ihm dieses Jahr einen Dachgepäckträger verpasst, der ist auch von mir selber gebaut. Ein Wartburg-Umbau, also ich habe praktisch einen Wartburg-Motor eingebaut. Ja, der Lack ist komplett original, außer ein paar kleinen Stellen, die nachlackiert sind. Aber sonst steht er noch gut da. Ich stehe halt mehr so auf Patina halt, ne? Also unlackiert mit ein paar Stellen. Ich mag das, wenn das Auto halt Gebrauchsspuren hat. Und für mich ist es auch nicht so schlimm, wenn da ein paar zukommen oder so. Dann ist es halt nicht so schlimm, als wenn das Auto komplett neu lackiert wäre. Ja, die Felgen habe ich selber gebaut. Das sind zweiteilige Felgen, 6J×15. Der Innenstern ist halt vom Wartburg. Das ist eine Buckelfelge vom Wartburg und ja, das Außenbett ist vom VW. Die Felgen sind, also die Außenbetten sind nicht aus Alu, sondern sind mit Chrompulver beschichtet. Hat auch nicht jeder, ist auch eine sehr spezielle Sache. Ich bin eigentlich mit dem Auto fertig. Also es wird jetzt noch, eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, aber es wird jetzt noch ein Safari-Fenster vorne kommen für dieses Jahr. Aber ansonsten ist das Auto für mich halt fertig. Wir werden noch ein paar kleine Sachen machen, die noch ein bisschen unschön sind. Aber ansonsten war es das eigentlich. Weil eigentlich soll jetzt mehr die Zeit in das neue Projekt fließen. Und das ist jetzt mal ein Projekt, was nicht für die Straße gedacht ist. Es wird halt ein Trabi mit Hydraulikfahrwerk und einem kompletten Gitterrohrrahmen, von vorne bis hinten. Und das Auto soll halt komplett auf dem Boden abgelassen werden, soll so ein bisschen, so ein bisschen Motorsport, einen Flair bekommen. Und ich denke mal, das wird auch ganz gut werden. Aber das ist erst ein Projekt für 2020 ungefähr. Ja, ich freue mich auf die Saison 2019. Ich werde zum Wörthersee fahren, wahrscheinlich mit dem Fahrzeug, wenn alles klappt, hoffe ich. Danach werden wir alle zusammen nach Berlin fahren, zum inneren Blumenpflücken. Auch mit mehreren Autos, hoffe ich. Dann wollte ich eigentlich noch unbedingt noch mal zur Essen Motorshow mit dem Fahrzeug, wenn ich darf. Ja, ich bedanke mich halt bei meinen ganzen Freunden und auch der Familie, die mich hier halt so unterstützt haben, an meine Frau, die das immer mitmacht hier alles, dass ich so lange in der Halle verschwinde abends. Und ja, ich hoffe, dass wir mit Ostblock MV noch eine schöne Zeit haben werden. Dieses Jahr auf jeden Fall, weil alle mal wieder auf dem Haufen sind und weil wir zu vielen Treffen fahren wollen. Ja, hallo, mein Name ist Johannes. Manche kennen mich vielleicht schon aus dem Video mit dem 600er Trabant mit dem Airride. Das ist jetzt mein neues Projekt und zwar ein Wartburg Tourist, Baujahr 77. Für mich stand immer im Vordergrund der Klang von diesem Wartburg-Motor. Und da ich jetzt nicht umbauen wollte im Trabant, habe ich gesagt, bei mir muss noch mal ein Wartburg kommen. Das wird jetzt der Tourist und da ist jetzt schon eine ganze Menge passiert. Also Bleche mussten komplett neu eingeschweißt werden. Man will natürlich auch wieder ein bisschen tiefer fahren, dann muss man natürlich auch wieder ein paar Änderungen vornehmen. Da haben wir schon ein bisschen was geschafft. Heute ging es darum, mit dem Lackierer schon mal zu besprechen, wo die Reise hingehen soll. Da denke ich mal, finden wir uns noch zusammen. Im Endeffekt wollte ich jetzt noch so ein paar kleine Sachen einbauen, eventuell Aufstellfenster oder alte Belüftung einbauen und Armaturenbrett mit Bandtacho und solche Sachen halt. Auch ein bisschen schick. Geplant war von mir eigentlich 2019, Ende des Sommers, noch ein bisschen zu fahren. Aber ich glaube, das gestaltet sich schwierig, da die Termine beim Lackierer halt immer schwer zu kriegen sind und von daher wird das wahrscheinlich erst im nächsten Jahr was. Bis dahin habe ich noch genug Zeit, kann noch ein paar Sachen aus meinem Kopf verwirklichen, noch ein paar Sachen anfertigen und ich glaube, das wird eine runde Sache. Ja, im Endeffekt, also viele kennen ja, dass der Trabant bei mir Julius heißt, weil der Vorbesitzer Julius hieß. Das wird einfach nur der Tourist, der Turi.
Aber ja, im Endeffekt sind das alles Familienmitglieder nachher bei mir und die sind einmal da und die werden ewig bleiben. Ja, klar, also im Großen und Ganzen möchte ich mich natürlich bedanken bei Mario, alias Stoffi, der hier in Sachen Karosseriearbeiten richtig was geleistet hat. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich glaube, da wäre ich das eine oder andere Mal echt verzweifelt bei, weil es doch schon sehr umfangreich wurde. Ne? Also du machst eine Stelle auf, siehst die nächste Roststelle. Im Endeffekt war es ja so, ich habe 2 Tourist gekauft und aus 2 Tourist jetzt einen fertig gemacht. Ja, um überhaupt die ganzen Bleche zu haben, die wir brauchten. Wir mussten aus beiden Tourist alle Bleche raustrennen, die im Endeffekt ja natürlich auch wieder verwendet werden mussten. Das wurde gesandstrahlt, mit Rostschutz behandelt und so weiter und so fort. Also es steckte jetzt schon 3 Monate richtig hart Arbeit drin und auch mit 8 bis 10 Stunden Tagen. Da bin ich froh, dass wir in unserer Gruppe wirklich Leute haben, die da auch Bock drauf haben, die mitziehen, die sagen, ich ziehe das mit dir durch und die hier wirklich stundenlang auch mit dir an einem Strang ziehen. Ne? Das ist Hut ab. Dann habe ich natürlich auch noch andere Freunde. Ich bin froh, dass ich die Halle hier nutzen darf. Also einen großen Dank an Kuka, der hier natürlich die Hebebühne hat, was natürlich für dieses Projekt auch wirklich Gold wert ist. Wir haben oben den Platz, ich kann die Teile hier lagern. Wir konnten das vom Rahmen runternehmen, was wirklich mit Hebebühne ein ganzes Ende Arbeit abnimmt auch. Ne? Und ich belagere hier auch jetzt schon seit 3 Monaten die Hebebühne. Wo will man das sonst machen? Ne? Das ist schon echt gut. Ja, Blume zum Beispiel, der wirklich spezielle Teile anfertigen kann oder Beziehungen spielen lässt. Der Rahmen ist momentan beim Zinken gewesen die Woche. Jetzt gerade beim Pulverbeschichten. Das sind alles so Sachen, die über Freunde laufen, die wirklich auch Geld sparen, sage ich mal im Endeffekt. Da bin ich echt froh drüber, solche Kumpels zu haben, die in unserer Gemeinschaft da auch sich wirklich einbringen und jeder hilft dem anderen und alle ziehen an einem Strang. Das ist wirklich Gold wert. Ja, mit Julius, also mit dem Trabi, ist auch wieder so einiges geplant, da ich ja wahrscheinlich hier nicht fertig werde zum Anfang der Saison, habe ich jetzt in Planung noch wieder den Trabi wieder startklar zu machen. Also da wird der Motor nochmal komplett general überholt, da habe ich jetzt eine Kurbelwelle besorgt, Kolben besorgt und das Getriebe wird noch einmal komplett neu. Also der wird diese Saison auch wieder mit am Start sein. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, hallo, ich bin's Robert, bin 28 und ein Teil von Ostblock MV. Und ja, wir sind heute hier bei mir in meiner Garage und hier habe ich einige meiner Fahrzeuge. Wie zum Beispiel rechts von mir mein Trabant 601, den ich schon seit über 10 Jahren in meinem Besitz habe, der aber eigentlich gar nicht gedacht war, um auf der Straße zu fahren. Denn wo ich ihn gekauft habe, war eigentlich der Plan, ihn umzubauen als Stoggerfahrzeug und er sollte eigentlich abgeschnitten werden. Denn viele meiner Freunde fahren Stogger und ich hatte damals auch dasselbe Hobby. Und wie gesagt, so nach und nach bin ich dann dazu gekommen und habe mir gesagt, okay, ich lasse ihn lieber so, wie er ist, weil er doch im relativ guten Zustand war zu dem Zeitpunkt auch schon. Und habe dann nach und nach versucht, ihn wieder original erst zu belassen und bin auch so gefahren. 2, 3 Jahre und habe ihn dann umgebaut und ja, so sieht er jetzt aus. Zu den Umbauten haben wir zum Beispiel einige Radsätze hier schon verbaut gehabt. Da hatte ich erst 13 Zoll Originalfelgen, dann hatte ich umgeschweißte 13 Zoll, dann hatten wir 14 Zoll Traffic-Felgen. Dann hatte ich die nächste Saison darauf 14 Zoll Melber-Felgen, dann 15 Zoll BBS und jetzt zu dem Rad sind wir Anfang letztes Jahr gekommen und das ist eigentlich so mein persönliches bestes Rad für dieses Fahrzeug.
Habe ich zusammen mit Tom Kasten gebaut, alias Kastenwheels. Und das ist eigentlich ein Rad, was aus 3 verschiedenen Paar Rädern entstanden worden ist. Also einmal der Stern von einem Golf 2. Das Außenbett ist von einem 15 Zoll BBS-Rad, ist eine 2,5 Zoll Felge. Und das haben wir sozusagen kombiniert, Stahl und Alu, und anschließend noch den Barkas-Deckel montiert, um das Ganze sozusagen abzurunden, was eigentlich ganz gut geworden ist, finde ich. Des Weiteren habe ich hier einen Wartburg-Motor verbaut, vor 2 Jahren einen 1000 Kubik Motor mit 50 PS, leicht modifiziert, mit einer Resonanzabgasanlage und einem offenen Luftfilter und wie gesagt, Vergaser, alles darauf passend abgestimmt, und bin ich auch sehr zufrieden. Mein neuestes Projekt für 2019 ist der Trabant 500, der hinter mir steht. Ist ein originaler P50 in einem Originalzustand mit originaler Patina. Zu dem Fahrzeug bin ich gekommen, nicht mal gewollt, sondern eher spontan, denn mein Kumpel John, der auch bei uns im Ostblock ist, der hat mir morgens eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, guck mal bitte bei Kleinanzeigen rein, dort ist ein 500 zu verkaufen, ob ich daran Interesse hätte. Und ja, wie gesagt, nach 5 Minuten habe ich dann ihn sozusagen mündlich schon bekommen. Er hat das Inserat rausgenommen und abends sind wir dann nach Pasewalk gefahren und haben den dann sozusagen gekauft, wo ich sehr stolz drauf bin, weil das halt, wie gesagt, eine originale Patina hat. Denn wenn man sich dazu anguckt, wie den zum Beispiel, der ist neu lackiert, das kann auf gut Deutsch wirklich jeder machen. Aber eine Patina, die wächst halt mit den Jahren. Ne? Und das ist so das, was ich eigentlich besonders finde an dem Fahrzeug. So wie alle meine Fahrzeuge wurde natürlich auch der 500er modifiziert. Heißt, tiefer gelegt, breite Räder drauf, alles passig gemacht, die Kotflügel angepasst, dass es lenkt, dass er auch mit der Extremtiefbelegung gut fahrbar ist. Die Auspuffanlage wurde verändert. Sicherlich werden natürlich einige Originalfetischisten mich dafür hassen, aber so ist das in meinem Leben. Wie gesagt, das ist mein Fahrzeug, ne? Ich mache so und ihr macht das halt eben so. Ja, wie gesagt, zu den Rädern ist Folgendes zu sagen, die sind gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern hat eigentlich mein Kumpel Perle, alias JP, der echte JP, gebaut für seinen Trabant 500er, für den Kombi, der eigentlich auch bekannt ist aus dem Sauerkrauts-Video, zusammen auch mit Tom Kasten. Wie gesagt, wir sind uns irgendwie einig geworden und dann habe ich die übernommen. Und die passen natürlich wirklich perfekt auf den Trabant 500, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, und ich habe auch noch einige andere Fahrzeuge hier, wie zum Beispiel den Simson ist ein S51 umgebaut auf MTX-Zylinder mit 140 Kubik, einem 35er Mikuni-Vergaser, einer passenden Auspuffanlage, die dafür abgestimmt ist. Und das ist zum Beispiel mein Projekt, was ich jetzt auch noch nebenbei betreibe. Das Moped war auch schon mal fertig, nur halt jetzt kriegt es ein anderes Lackset und ein bisschen anderen Style. Ich hoffe, dass ich damit auch dieses Jahr noch fertig werde und ja, freue mich auch sehr drauf. Genauso wie die Schwalbe. Die Schwalbe ist so mein Daily. Da fahre ich mit meiner kleinen Tochter über die Dörfer und ist eigentlich entstanden aus vielen Resten sozusagen, aus vielen alten Teilen. Und dann ist irgendwann ist das entstanden. Ne? Breite Felgen habe ich da genommen, 2,15, habe flache Reifen draufgebaut von einem Handwagen, die auch zulässig sind bis 100 km/h, die ganz gut draufpassen mit Weißwand. Habe dort auch einen 95 Kubik Membranmotor drin, also macht schon Spaß, ist schon super eigentlich. Ein anderes Fahrzeug, was auch hier in der Garage steht, ist das von meinem Schwiegervater. Das haben wir ihm zum 60. Geburtstag geschenkt. Relativ spontane Entscheidung, aber kurz vor Berlin stand das Moped zum Verkauf in einem relativ schlechten Zustand. Und dann haben wir es sozusagen 3 Wochen vor seinem Geburtstag gekauft. Und dann habe ich sozusagen jeden Abend dran gesessen und habe es so gut wie es ging in der kurzen Zeit fertig gemacht. Und dann haben wir ihm das zum 60. Geburtstag geschenkt. Denn das Moped hatte er zur Jugendzeit auch gefahren und war natürlich eine super Überraschung und er hat sich sehr, sehr darüber gefreut.
Zum Schluss möchte ich natürlich auch nochmal allen Mitgliedern natürlich von Ostblock MV nochmal danken. Natürlich, ohne euch wäre das natürlich gar nicht möglich, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also Perle, muss man ehrlich sagen, langjähriger Kumpel, der mir immer beiseite steht, der mir hilft. Rat und Tat, genau wie Kuka, muss man auch ehrlich sagen. Also Tom Kasten natürlich, mit dem ich dann die Räder gebaut habe. Lars Blumenthal, auch vielen Dank, der mein Getriebe gebaut hat mit dem 3. Gang und alles so und dran abgedreht. Der ist also wirklich super. Alle anderen auch, die ich jetzt vergessen habe. Marcel, Marjan, Allemann, Rico, vielen Dank. Ohne euch, wie gesagt, wäre das alles nicht. Ganz klar.